Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid. Umfassendes Wissen und jahrzehntelange Erfahrung machen es möglich, euch individuell und objektiv zu beraten. Über sämtliche Phasen des Entstehungsprozesses neuer Produkte, von der ersten Idee bis hin zur Serienreife, stehen euch unsere Techniker und langjährige externe Dienstleister als kompetente Berater zur Seite. Hierdurch garantieren wir euch die optimale Werkstoffauswahl, Konstruktion und Verarbeitung für euren Anwendungsbereich. Hierin liegt unsere Kernkompetenz. Wie wir das täglich umsetzen, zeige ich euch jetzt. Und bei dieser Gelegenheit stelle ich euch meine netten Kolleginnen und Kollegen vor. Bleibt dran! Hier sind wir bei uns im Büro. Servus Jürgen. Servus Markus. Hallo, grüß dich. Grüß dich. Wenn ich kurz vorstellen kann, das ist mein Kollege Jürgen Sperber. Das ist einer von unseren Technikern, der mit seinem umfangreichen Wissen dafür sorgt, dass keine Frage unbeantwortet bleibt. Jürgen, wie ich sehe, hast du schon wieder eine Anfrage auf dem Tisch liegen. Ja, ich habe eine typische Anfrage. Unser Kunde hat die Wartung von einer Aufzugsanlage übernommen und braucht jetzt eine Rolle als Ersatzteil. Okay. Er hat uns Bilder vorab geschickt, aber anhand der Bilder konnte ich die Rolle nicht identifizieren. Ja. Dann habe ich ihn darum gebeten, dass er uns eine Rolle als Muster schickt. Jetzt haben wir sie hier am Tisch liegen. Die habe ich jetzt hier am Tisch. Ja. Ich messe die Rolle jetzt ab. Außendurchmesser 98 mm, Breite 40 mm, Kugellage Innendurchmesser 20 mm. Und wie ich sehe, 2 Kugellager verbaut? Es sind 2 Kugellager verbaut, außen bündig. Jetzt mache ich mich auf die Suche in unserem System. Ich gebe jetzt die Daten ein. Jetzt wird die Software mit Daten gefüttert. Um zu prüfen, haben wir sowas auf Lager. Und jetzt haben wir hier 98 20 mal 40. Jawohl. Dann stellt sich die Frage, haben wir sie auf Lager? Sind genügend vorrätig. Das heißt, wir können die Rolle kurzfristig liefern. Nachdem der Kunde bei der Wartung ist, braucht er diese Rolle schnellstmöglich. Dann würde ich vorschlagen, geh gleich mal raus und lass sie verschicken. Alles klar. Das ist ja schon verpackt. Prima. Natürlich, geht ja schnell bei uns. So schnell geht's bei uns. Und jetzt gehen wir wieder rüber ins Studio. Ich habe mir mit dem Jürgen noch eine Anfrage rausgesucht. Hier schreibt uns ein Kunde per E-Mail an, dass er für die Modernisierung seiner Aufzugsanlage 2 neue Puffer braucht. Jürgen, kannst du noch mal kurz auf die Abmaße hochscrollen? Habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Genau, er sucht 2 Aufsetzpuffer mit Stahlplatte und zwar einen Durchmesser von 165 mm und einer Höhe von 160. Jetzt stellt sich die Frage, weil ich das schon öfters mitbekommen habe, 160er Höhe, gibt es da noch EN, baumustergeprüfte Puffer nach EN 81 2050 mit der Höhe 160? Die Puffer gibt es leider nicht mehr nach der aktuellen Norm. Aha. Daher haben wir Distanzstücke gefertigt mit 80 mm Höhe. Ah, Dazu passend gibt es den neuen Puffer nach der aktuellen Norm mit 80 mm Höhe. Mhm. Und somit erreichen wir die Gesamthöhe von 160 mm. Dann kann der Kunde die Puffer 1:1 tauschen. Ja, vernünftige Lösung. Die Lastangaben haben wir überprüft, sind in Ordnung. Das heißt, der Kunde bekommt eine entsprechende Baumusterprüfbescheinigung und kann die Puffer einsetzen. Und hat eine Lösung für seine Erneuerung der Anlage. Wunderbar. Ja. Jürgen, hast du eventuell noch eine Anfrage, die wir uns exemplarisch mal anschauen könnten? Ja, Markus. Was so vielleicht häufiger reinkommt? Ja, Markus, hier habe ich als Beispiel Fotos von dem Kunden. Der braucht Führungsschuheinlagen. Jawohl, sieht man. Und auf dem Foto ist eindeutig ersichtlich, dass es sich um den Originalhersteller Thyssen handelt. Ah, das siehst du gleich, ne? Das sind Erfahrungswerte. Der Kunde hat uns noch
Maßangaben fotografiert mit dem Messschieber. Ah, hat er die Schiene gemessen, Hier. sehe ich, ne? Hier ist die Schienenkopfbreite ersichtlich mit 16 mm. Ja, das ist hilfreich. Dann gibt es noch ein Foto, wo der Kunde mit dem Maßband die Länge von der Führungsschuheinlage gemessen hat mit 120 mm. Okay, und anhand der Daten kannst du schon die Einlage zuordnen? Ja. Das heißt, also wir wissen, der Originalhersteller ist Thyssen. Einlagenlänge ist 120 mm. Ja. Dafür passt dann unsere Führungsschuheinlage mit der Nummer 307014. Okay, Jetzt brauchen wir nur noch prüfen gucken, wir, ob die Einlagen vorrätig sind. ob die auf Lager sind. Genau. Sind genügend lieferbar. Wunderbar. Somit können wir die Führungsschuheinlagen sofort verschicken. Das war ja eher so ein einfacherer Fall. Ja, ja. Aber Solche Anfragen kommen täglich sehr häufig. Meistens können wir unseren Kunden helfen. so soll es sein. Ihr seht, es ist manchmal leicht, aber manchmal auch kompliziert. Jürgen, herzlichen Dank, dass du uns einen kleinen Einblick gewährt hast in dein tägliches Handeln und Tun. Gerne. Und ich sage auch Danke an der Stelle und wir sehen uns gleich wieder im Studio. Ja, das war doch spannend zu sehen, was hier täglich bei uns passiert und welche Fragestellungen unter anderem unser tägliches Geschäft sind. Es ist uns wichtig, euch so zu beraten, dass ihr das richtige Material in der besten Qualität für eure Anwendung von uns angeboten bekommt. Der wirtschaftliche Nutzen fängt bei der richtigen Beratung an und hört bei der Nutzung der effizientesten Materialien auf. Mit uns habt ihr den richtigen Partner an eurer Seite. Falls ihr ein Ersatzteil in den gewünschten Abmessungen oder Beschreibungen nicht findet, scheut euch nicht, uns anzusprechen. Gerne könnt ihr uns ein Muster oder eine Zeichnung zusenden und wir unterbreiten euch schnellstmöglich ein Angebot. Das war's für heute. Lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und falls ihr Interesse an anderen Themen habt, schreibt uns das bitte in die Kommentare und bis bald. Danke.